Ja, hallo, guten Morgen. Ich mache wieder ein spontan Video. Und zwar nenne ich dieses Video Birdie, abgeleitet von dem englischen Wort für Vogel, Bird. Ich mache es nur noch etwas weicher, eine Verniedlichung und sage Birdie. Ich möchte euch wieder etwas berichten aus meiner Kindheit, aber auch die Verknüpfung mit allem sozusagen. Was löst dieses aus, was ich als Kind getan habe? Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für uns alle, dass es so ist, dass das, was wir tun, auch ausströmt nach außen. Es bleibt nicht nur sozusagen in uns verborgen oder in unserem Gehirn, was wir als Gehirn bezeichnen, sondern es hat auch sozusagen einen Einfluss oder Ausfluss in die Welt. Also, als ich noch ganz klein war, wir hatten vielleicht so 7, 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, in dem Alter herum ist mir öfter geschehen, dass ich irgendwo einen kleinen Jungvogel gefunden habe, der aus einem Nest heruntergefallen ist und am Boden lag, aber noch lebendig war. Den habe ich dann mitgenommen, vorsichtig auf meine Hand gesetzt und so betrachtet, ob er noch wirklich lebt, und habe ihn dann meistens mit nach Hause genommen. Weil ich kann ja nicht in den Baum klettern oder erstmal schauen, welches Nest, wo ist überhaupt ein Nest und aus welchem Baum ist er womöglich heruntergefallen. Also habe ich den Vogel mit nach Hause genommen, ganz vorsichtig, und habe ihn zu Hause, was man im Deutschen sagt, aufgepäppelt. Ich habe ihn mal so mehrmals am Tag gefüttert mit einer Pinzette, etwas Hackfleisch genommen, rohes, und es ihm in den Schnabel gefüllt, ihn so gefüttert. Und das geht dann so, man hat den Schnabel zwischen zwei Fingern und macht so ein ganz klein bisschen Druck auf diese beiden Finger, dann öffnet der Vogel den Schnabel und dann kann man ihn füttern. Das muss man bei so einem kleinen Vogel vielleicht 10, 20 Mal machen am Tag. Jedenfalls, langer Rede, kurzer Sinn, nach ein paar Tagen oder nach einer Woche oder vielleicht auch nach 2 Wochen war er so weit aufgepäppelt, dass er eigentlich flugbereit war. Also, dass er sich selbst versorgen kann. Dann habe ich jeweils den Vogel genommen, bin nach draußen gegangen in unseren Garten. Wir hatten früher einen Garten mit einem Rasen und habe mich da auf den Rasen gestellt, falls der Vogel fallen sollte, dass er noch relativ weich fällt und nicht Asphalt unter sich hat. Und dann habe ich den Vogel auf meinen Zeigefinger gesetzt und ihn so betrachtet und dachte so, jetzt lernst du fliegen. Und wenn ich den Finger so halte und gar nichts mache, macht so ein Vogel eigentlich auch gar nichts, sondern er guckt sich so die Welt an und wundert sich, fragt sich vielleicht, was soll ich jetzt tun oder was soll das? Und dann habe ich die Hand und den Finger mit dem Vogel so von oben nach unten bewegt.
und von unten nach oben. Erst ganz, ganz langsam und dann ein bisschen schneller und dann kommt Luft von unten an die Flügel des Vogels oder unter die Flügel und dann hebt er die Flügel an. So. Und das, ich weiß nicht, wie lange das dann gedauert hat, vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde, bis es relativ schnell war und der Vogel richtig die Flügel gespreizt hat. Und dann kam der Punkt, wo er abgeflogen ist. Also es ist keinmal passiert, dass ein Vogel abgestürzt ist, sondern er konnte fliegen. Und das, was ich jetzt sagen will, das würde euch auch so geschehen und geschieht bei euch auch so, dass ich diesem Vogel geholfen habe, das ist sozusagen in dem Gedächtnis der Vogelwelt geblieben. Das ist jetzt nicht aufgehört mit diesem Moment, dass der Vogel weggeflogen ist, sondern das Wissen darum, dass ich einem kleinen Vogel geholfen habe, ich habe ihn gerettet, das ist in der Vogelwelt sozusagen für immer präsent. Es wird auch weiter geerbt von Generation zu Generation. Und wenn ich jetzt 70 Jahre, 60 Jahre später nach draußen gehe oder ich schaue aus dem Fenster und sehe Vögel oder ich gehe draußen spazieren und es kommen Vögel oder sind in der Nähe, dann fühle ich, sie wissen, dass ich das als Kind gemacht habe. Und es ist auch so, dass mich heute viele Vögel besuchen. Ich filme hier gleich mal einmal raus aus meinem Küchenfenster, dann zeige ich euch, wo die jeweils sitzen. Und sie kommen auch hier angeflogen zu meinem Fenster und dann habe ich mir das jetzt so angewöhnt. Ich fütter sie auf der Fensterbank hier draußen, oben bei mir im Schlafzimmer. Da ist auch ein Fenster, ein Schlafzimmerfenster und darüber das Dach. Da kommen abends 2 Tauben hin, die schlafen dann in diesem Gebälk. Und sie sind also direkt vor meinem Fenster und mein Bett ist auch direkt vor dem Fenster und ich höre das dann oder ich höre sie natürlich noch deutlicher, wenn das Fenster ein bisschen geöffnet ist. So, das wollte ich euch gerne sagen und es zieht noch größere Kreise. Es ist nicht nur in der Vogelwelt bekannt, dass ich das getan habe, sondern dass ich dieses getan habe und das würde dir genauso ergehen oder bei dem, was du tust. Es muss gar nichts mit einem Vogel zu tun haben, sondern das, was du tust, zieht größere Kreise nach außen hin. Du denkst vielleicht nicht weiter darüber nach oder du lebst so, das ist so hier in dir drin, alles ist zu und verschlossen und niemand weiß davon. Es ist aber anders. Alles, was du tust, geht nach außen. Erst ein kleiner Kreis, immer größer, immer weiter. Und zwar so weit, dass man sagen kann, jetzt als Gleichnis auch wieder, nicht nur die Vögel da draußen oder die Vogelwelt an sich weiß, dass ich das getan habe als Kind, sondern der Kreis geht noch weiter. Er geht auch über dieses Land, also ich lebe in Deutschland ja zurzeit in diesem Leben. Es geht über dieses Land hinaus, über alle Ländergrenzen, es geht über den Atlantik, es geht über alle Meere hinaus, es geht über die ganze Erde hinaus und es erhebt sich und ist immer erhoben, auch über der Erde, dass ich sagen kann, auch der Himmel weiß, dass ich das getan habe. Ich kann sogar sagen,
Das gesamte Universum weiß, dass ich dieses als Kind getan habe, dass ich einigen kleinen Vögeln das Leben gerettet habe. Das würde bei dir also genauso sein, wenn du es machst. Geschieht es so. Auch bei jedem Kind. Beim Kind ist es so, dass ein Kind sehr viel aufrichtiger ist und offener ist als ein erwachsener Mensch, weil ein Kind noch nicht so viel verkorkstes Leben und so viele vielleicht negative Einflüsse erlebt hat, sondern ein Kind ist, wo man sagen kann, noch jungfräulich, in Anführungsstrichen, unbeschwert. Darum ist die Message, die ein Kind entsendet, klarer als die Message, die ein Erwachsener entsendet. Ja, das ist eigentlich einleuchtend. Und das merkt man ja auch, wenn man mit Kindern zu tun hat und sie mal anschaut und ihnen zuschaut, wie sie spielen oder ihnen zuhört, was sie sagen, auch wenn es noch so kleine Pimpfe sind, in Anführungsstrichen. Ja, also dieses, dass ich das getan habe, zieht weite Kreise und das gesamte Universum weiß es. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass dieses Gedächtnis sozusagen auch in meiner Seele ist. Egal wohin meine Seele reist, über dieses jetzige Dasein hinaus, ist es immer verankert in meiner Seele. Darin ist dieses Wissen, es bleibt darin. Und egal wohin meine Seele reist, sie bleibt ja nicht hier vorne immer sozusagen an der Haustür, sondern sie reist ja, wenn ich meinen Körper ablege, auch weiter. Ich weiß nicht, wohin, meine Seele wird es wissen, wohin sie möchte und welche Reise sie machen möchte. Und dieses, dass ich diese kleinen Vögel gefüttert habe, dass sie auf meinem Finger gesessen haben, das ist darin und egal wohin meine Seele reist, es wird ihr immer als positiv angerechnet werden. Egal in welcher Welt. So. Und so ist das auch bei dir, bei jedem anderen. Und je klarer, je reiner sozusagen, auch das ist, was du tust, was man tut. Je aufrichtiger es ist, je wahrhaftiger es ist, desto stärker ist es verankert in dem universellen Gedächtnis. Und desto größer ist die Kraft in deiner Seele, weil dieses ganz, ganz klar leuchtend ist. Es ist wieder sozusagen, wo man sagen kann, ein unsichtbares Licht. Es geht darüber hinaus, über die Sichtbarkeit. Es leuchtet auch, wenn wir es gar nicht sehen können mit unseren Augen. Ist es ein Licht, das leuchtet ins Universum und aus dem Universum in andere Universen. Und so ist die Verwobenheit, so leben wir. Wir sind also nicht so kleine Mikroorganismen, deren Lebensauswirkung auch nur so minimal ist, sondern wir sind mit allem verwoben. Mit allem. Und es geht nicht unter oder verloren, wenn wir sozusagen sterben, in Anführungsstrichen. Wir sterben ja nicht wirklich, sondern wir legen unseren Körper ab, aber unsere Seele lebt ja weiter. Und die allermeisten Seelen haben Lust, etwas Neues zu unternehmen, wieder und werden nicht lange dort verweilen, wo wir den toten Körper begraben, sondern sie reist weiter. Und wir erleben das, wir erleben dieses Reisen unserer Seele auch mit dem Ich-Gefühl. Unsere Seele ist das Ich.
Die Persönlichkeit, das Individuelle, das Mein, das ist meine Seele. Und egal wohin meine Seele reist und was sie unternehmen will, in welcher Welt, in welcher Körperform auch immer, wird immer dieses Ich enthalten sein. Und ich werde mich immer verbunden fühlen mit dieser Seele und mit diesem Ganzen, was meine Seele erlebt hat bisher in ihrer Gesamtexistenz. Das ist auch in mir. Und egal in welchem Körper ich erscheine, ich bin ja auch Seele, ich werde das immer ausstrahlen, auch nach außen. Das wirst du auch, das wird jeder von uns. Bei uns allen ist es im Grunde gleich. Wir brauchen es nur zu erkennen. So. Und das heißt eben wieder wahrnehmen. So viel wahrnehmen, wie man kann. Dafür muss man eben halt seicht werden, sanftmütig, sanft zuhören können, leise sein können, was wir auch nennen weichherzig sein, berührbar sein, die kleinen Dinge des Lebens wahrnehmen, die kleinen Dinge in der Welt, das kleine Geschehen. Und zum Beispiel eben auch wahrnehmen, wenn da ein kleiner Vogel liegt oder man sieht ihn ein paar Meter weiter, nicht daran vorbeigehen und denken, was soll ich machen? Und dann gehe ich weiter auf meinem Weg zum Supermarkt, um einzukaufen oder sonst irgendwo, meistens ja, um zu konsumieren, tote Dinge zu konsumieren. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Hier ist so ein kleiner, lebendiger Vogel, der ist gerade mal ein paar Tage alt. Er ist aber lebendig. Und das ist eben das, was die Natur macht. Sie erschafft oder produziert Leben, Lebendiges, überall in der Welt. Und wir Menschen rasen sozusagen hinter dem her, was wir produziert haben. Aber alles, was der Mensch produziert, ist tot. Außer sozusagen, dass er sich selbst vermehrt, fortpflanzt, erschafft der Mensch nur Totes. Bestenfalls wird es ihm gelingen, etwas nachzuahmen, etwas zu konstruieren, zu bauen. Das sieht dann so aus wie ein lebendiges Wesen und es wird irgendwie gesteuert, aber es ist bestenfalls ein Roboter, ein künstliches Leben, kein wirkliches Leben. Das wird es immer bleiben, das wird immer so sein, das wird niemals die Qualität erreichen, die das wirkliche Leben hat. Und es wird auch niemals wirklich Bedeutung haben im Universum, sondern es wird eines Tages wahrscheinlich mit der Menschheit untergehen und wegfallen. Oder der Mensch bleibt, wenn er sich so weit erhoben hat, dass nur das wegfällt, was Mist war, sozusagen, was er produziert hat. Und wo er dachte, das ist das Wichtigste in der Gesamtexistenz aller Existenzen. Also, und das macht auch Spaß, dieses Kleine zu leben, dieses Einfache zu leben. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn du das Leben eines kleinen Tieres rettest. Es muss ja kein Vogel sein, es kann auch ein Wurm sein, dem du über den Asphalt hilfst. Der, wenn du siehst, da ist ein Regenwurm, der will über eine Straße oder über einen Weg und der Weg ist warm oder heiß und dann kannst du dir denken, das schafft der Wurm nicht, darüber zu kommen, dann hebst du ihn auf und gehst rüber auf die andere Straßenseite und setzt ihn wieder ab ins normale Land sozusagen. Und da kann er dann weiterkrabbeln. Ja, und so leben, sich so selber so ausdehnen, das eigene Sein so ausdehnen nach außen. Immer weiter und dabei fällt man auch nicht großartig auf. So, man muss sich dafür nicht besonders kleiden, keinen schicken Anzug haben. Ich brauche auch keine Diamantringe, keinen teuren Schmuck. Ich brauche keine teure Kleidung. Ich brauche
eigentlich gar nichts außer mich selbst und das drumherum. Das möchte ich euch jetzt sagen, das wollte ich euch sagen und ich wünsche euch viel Spaß dabei, solche Erlebnisse zu erleben. Und dieses Gute, was ihr tut, das Schöne, das wird für ewig gespeichert sein. Es wird euch immer und überall angerechnet. So. Jetzt filme ich mal einmal hier raus. Ich zeige euch das mal eben. Ich hoffe, es klappt. Da muss ich den Apparat hier mal umdrehen. Also, ja, ich bin Andreas. Dieses ist meine Küche, mein Küchenfenster. Hier ist mein PC. Da sitze ich eigentlich die meiste Zeit des Tages, seitdem mein Hund gestorben ist, fast den ganzen Tag und mache irgendetwas. Schreibe, lese, recherchiere, mache Videos. Also dies ist mein Ausblick, da ist auch das Christuskreuz. Das stand eigentlich hier am Haus, die Nachbarn haben es sich rübergestellt, bevor ich hier eingezogen bin. Also hier vorne an der Fensterbank, da kommen die Vögel hin, Spatzen, Tauben, Gartenrotschwänzchen, Rotkehlchen, alle möglichen. Und hier sitzen sie sitzen auch manchmal auf dem Kreuz, die Spatzen. Die Tauben sitzen meistens auf dem Kirchdach, auch Störche nisten da an der Kirche, jedes Jahr. Und sie kommen ja immer wieder zurück an ihren Geburtsort und pflanzen sich dort fort. Und dann sitzen sie und ihre Nachfahren da auf dem Dach. Das ist auch toll und Störche sind wundervolle Flieger. Wenn man sieht, wie sie segeln, dann wundert man sich, wie kann so ein riesiger Vogel so leicht und so lange schweben, so wunderschöne Kreise ziehen. Oder es sind manchmal Tauben, 20, 30, 40 Tauben, die fliegen um den Kirchturm herum, fliegen hier vorne her, machen sozusagen einen Salto, fliegen weiter, fliegen darüber und dann weiß ich, sie grüßen mich, es ist ein Gruß und sie freuen sich des Lebens. Ja, so, jetzt habe ich wieder genug gesprochen und sage, das wollte ich sagen. Also, Liebe ist das Wichtigste im Leben. Liebe leben, Liebe nach außen gehen. Alles klaro und viel Spaß und Shalom.